1990 gab es an genau dieser Stelle das erste ZDF-Sommerinterview mit Gregor Gysi. Nachdem er nun künftig nicht mehr Fraktionsvorsitzender seiner Partei sein will, wird das heute wohl das letzte Sommerinterview mit ihm. Anlass für eine Zwischenbilanz über linke Politik. Ich habe Ihnen was mitgebracht, weil wir im Brecht-Weigel-Haus sind. Ein Brecht-Zitat. Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Erbleichen Sie oder wie haben Sie sich verändert in den letzten Jahren seit Ihrem ersten ZDF-Sommerinterview? Ich habe beachtlich an Qualität gewonnen. Das werden wir jetzt mal prüfen. Herr Gysi, in dem Bericht-Zitat eben ging es um Veränderung. Sie haben, als Sie sich von Ihrer Partei jetzt verabschiedet haben auf dem Parteitag als Fraktionsvorsitzender, Veränderungen angemahnt in Ihrer Partei. Sie haben dazu aufgerufen, nicht mehr so fundamental oppositionell zu sein, kompromissbereiter zu sein. Warum ist so ein Appell eigentlich nötig in Ihrer Partei? Ist das nicht selbstverständlich für die demokratische Partei? Ja, natürlich, wenn man sich in die Politik begibt, muss man immer zu allen Formen der Verantwortung bereit sein. Opposition genauso wie Regierung. Und in Regierung muss man immer Kompromisse machen. Die Schwierigkeit ist nur, und das verstehe ich ja, dass es da auch Sorgen bei unseren Mitgliedern gibt, dass man in den Kompromissen zu weit geht und dann seine Identität verliert. Das darf man nicht machen. Also da den richtigen Weg zu finden, ist schon schwierig. Ich wollte Ihnen einfach Mut machen, zu sagen, seid doch mal selbstbewusster. Außerdem würde ich doch SPD und Grünen nicht aus den schweren Fragen entlassen. Das Thema begleitet Sie. Die Partei kompromissbereiter machen. Und zwar von Anbeginn an. Wenn wir mal gucken, das letzte Mal in Ihrem ersten Sommerinterview hier haben Sie dazu Folgendes gesagt, zu dieser Kompromissbereitschaft. Wir sind doch nicht für uns da. Wir sind für Leute da. Und wenn wir für sie etwas erreichen können, haben wir auch gar nicht das Recht darauf zu verzichten, das zu erreichen. Sie haben also von Anfang an Ihre Partei... Da sah ich ja doch ein Schlag jünger aus, ehrlich gesagt. Das war 1999, das bleibt da nicht aus. Aber Sie haben Ihre Partei von Anfang an aufgerufen, nicht fundamentalistisch zu sein, sondern kompromissbereiter. Bis zuletzt. Warum haben Sie das eigentlich nicht hinbekommen in Ihrer Zeit? Sie hatten doch Einfluss in der Partei. Doch. Wir haben ja mehrere Landesregierungen gebildet. Da haben wir zu sehr um unsere Akzeptanz gekämpft, vielleicht den einen oder anderen Kompromiss sogar zu viel gemacht. Aber es muss immer Leute geben, die dafür werben, die dafür schreiten und denen man dann auch nicht unterstellt, Eigeninteressen zu haben. Wissen Sie, ich kann jetzt souverän... Ja, ich kann, na klar, alle tun das. Und ich mache es jetzt so, dass ich ohne Eigeninteresse handle. Ich werde in der Verhandlungsdelegation nicht mehr sein. Ich habe auch null Interesse, Bundesminister zu werden. Das spielt alles keine Rolle. Befreit aufspielen. Und ich kann richtig befreit aufspielen. Und Ihnen Folgendes sagen. Ich verstehe doch die Sorgen, dass viele sagen, aber dann geben wir das auf, dann machen wir jenen Kompromiss, dann machen wir diesen Kompromiss. Und ich sage, aber wenn wir reale Veränderungen erreichen, gleiche Rente in Ost und West, endlich eine Besserstellung der Frauenberufe, vielleicht keine Rüstungsexporte mehr in Spannungsgebiete. Warum haben Sie es nicht hinbekommen? Warum brauchen Sie diesen Appell noch? Sie hatten doch lange genug Zeit. Warum haben Sie das nicht hinbekommen? Ja, weil ja auch die SPD und die Grünen überhaupt noch nicht dazu bereit sind. Die ganze gesellschaftliche in Ihrer Atmosphäre Partei. sind Warum Sie es in Ihrer Partei da nicht ist schon die hinbekommen? Bereitschaft groß. Es gibt natürlich immer welche, die das nicht wollen, aber ich glaube, die Bereitschaft hat deutlich zugenommen. Nur, Sie müssen eins sehen, eine Regierungskoalition auf Bundesebene kommt doch nicht bloß, weil sich das 3 Parteien wünschen, dieses ja nicht mal tun, aber selbst wenn, da brauchen Sie eine gesellschaftliche Atmosphäre, die nicht nur ein Personal, sondern einen Politikwechsel will. Sie haben und dazu den haben wir im Augenblick wenn Sie sagen, nicht. Das ist meine Sorge. Wenn Sie sagen, es gibt keine Wechselstimmung, Richtig. ist das nicht Aufgabe einer Oppositionspartei, die herzustellen? Haben Sie den Ihren Job nicht gemacht? Aber schwerwiegende Aufgabe ist das. Dann haben Sie Ihren Job nicht richtig gemacht. Doch, den habe ich doch gut gemacht, oder? Wenn es keine Wechselstimmung gibt. Ja, passen Sie auf, das kann ich ja leider nicht alleine entscheiden. Dazu gehören die Medien dazu, wie das ZDF. Dazu gehört Kunst, Kultur, Wissenschaft dazu. Dazu gehören auch Situationen dazu. Und wissen Sie, bei uns ist so eine Atmosphäre in einer Gesellschaft, die ist komisch. So nach außen ist alles ruhig und darunter brodelt es. Und zwar, weil es keine Maßstäbe mehr gibt. Man kann sich die Weltpolitik nicht erklären, man kann sich den islamischen Staat nicht erklären. Man versteht die Situation in der Ukraine nicht. Es ist so vieles. Und das macht die Leute unruhig. Und da sage ich meiner Partei, insofern haben Sie recht, und auch den anderen Parteien, jetzt müssen wir für eine Wechselstimmung streiten. Künstlich kann man sie nicht erzeugen, aber eigentlich müssten wir das schaffen. Sie haben da Kompromissbereitschaft angemahnt auf diesem Parteitag. Jetzt gucken wir mal, wie andere reagiert haben. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die hat das genaue Gegenteil gesagt. Die hat vor mir gesprochen. Die hat in Erwartung dessen, was Sie sagen würden, das war nun schon nicht so ganz unbekannt, Sie haben es ja schon seit vielen Jahren gemacht, hat das genaue Gegenteil gesagt, beispielsweise über die NATO, das hier.
Wer diese NATO-Strategie für eine werteorientierte Politik hält und wer dann noch der Meinung ist, Deutschlands Verantwortung in der Welt hinge daran, bei dieser Art Politik an vorderster Front mitzumischen, ich finde, der sollte mal seinen Geisteszustand checken lassen. Das klingt nun so gar nicht nach Kompromissbereitschaft, sondern nach dem Gegenteil. Wird ohne das freundliche Aushängeschild Gregor Gysi die Radikalität der Partei künftig sogar noch deutlicher? Also erstens werden sich auch andere ändern, wenn sie in anderer Funktion, in anderer Verantwortung sind. Das färbt immer auch auf Menschen ab, hin wie her. Zweitens, da hat sie natürlich recht. Das hoffen Sie bei Frau Wagenknecht? Ja, auch bei ihr. Nicht nur bei ihr, aber auch bei ihr. Aber ich muss Ihnen sagen, da hat sie ja mit der Einschätzung recht, diese Strategie können wir nicht unterstützen. Und es wäre auch völlig falsch, wenn wir jetzt plötzlich die Hauptverantwortung in der NATO übernehmen. Das ginge völlig daneben. Kriege lösen die Probleme nicht, Kriege spitzen die Probleme zu. Wir müssen doch mal raus aus dieser Logik. Sie wissen, dass Sie mit der Haltung zur NATO nie im Bund werden Regierungsverantwortung übernehmen können. Nein, das ist völlig falsch. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass wir raus wollen aus der NATO, nicht mal. Wir haben gesagt, wir wollen sie auflösen und eine neue Struktur haben. Dass wir das jetzt nicht hinbekämen, wenn wir in eine Regierung gehen, wissen wir. Aber dass wir vielleicht die Rolle Deutschlands Schritt für Schritt anders definieren. Wir sind eine starke mittlere Macht auf der Welt. Und wir müssten konfliktvorbeugend tätig werden, in erster Linie. Nicht Waffen liefern. Ich meine, ich bitte Sie, Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir verdienen an jedem Krieg. Das soll die Lösung der Probleme sein? Ich würde gerne auf ein anderes Beispiel kommen, wo Ihre Partei sehr radikale, fast fundamental oppositionelle Position vertritt. Das ist ein sehr aktuelles Thema, Asylrecht. In Ihrem Parteiprogramm ist, wenn man dazu mal dort nachliest, sehr viel von Rechten die Rede für Asylbewerber, eigentlich nie von Beschränkung. Das Ganze gipfelt in dem Zitat aus Ihrem Parteiprogramm. Da heißt es, Schutzsuchende dürfen nicht abgewiesen werden. Wir fordern offene Grenzen für alle Menschen. Offene Grenzen für alle reinlassen. Macht es sich Ihre Partei damit den hehren Zielen nicht zu leicht? Na gut, dass die ganze Menschheit in Deutschland keinen Platz hat, wissen auch wir. Das ist nicht die Frage. Warum schreiben Sie es dann in Ihr Programm? Naja, erstmal eine offene Grenze heißt ja nicht, dass sie bleiben dürfen. Das heißt ja erstmal eine absolute Reisefreiheit. Aber natürlich müssen wir gerade aufgrund unserer Geschichte Flüchtlinge immer anständig behandeln. Natürlich brauchen wir Gerechtigkeit innerhalb Europa. Wenn wir das zahlenmäßig nicht hinkriegen, dann vielleicht auch mit Geldern. Dass die Länder, die weniger haben, als sie aufnehmen könnten, dann auch an andere Länder bezahlen, die sie aufnehmen. Wir haben ja im Moment das Problem in Deutschland, dass sehr viele hier sind und kommen, mit denen man umgehen muss. Warum sollen Menschen, die beispielsweise vom Balkan hierher kommen, die aus Demokratien kommen, warum sollen die nicht abgeschoben werden? Warum wehrt sich Ihre Partei so dagegen? Naja, Moment, das Problem ist doch ein anderes. Wir bilden doch eine EU, da haben wir nicht andere, nee, also auch Deutschland, auch die Bundesregierung festgelegt, die absolute Freiheit, sich den Staat auszusuchen innerhalb der EU, in dem man leben kann. Da gibt es immer Beschränkungen für Länder, die neu dazukommen, aber befristet. Und danach haben wir dieses Recht. Das haben ganz andere organisiert. Letztlich sage ich Ihnen aber auch, die ganze Geschichte der Menschheit. Gerade an der Frage ein bisschen vorbeigeredet. Warum ist Ihre Partei so radikal gegen Abschiebung, auch in solchen Fällen? Ja, Abschiebungen sind ja nie was Schönes. Wissen Sie, wenn, wirklich nicht schön. Viele DDR-Bürger sind geflüchtet. Wenn die abgeschoben worden wären, große Frage. Meine Eltern sind geflüchtet nach Frankreich. Nein, sage ich ja auch nicht. Meine Eltern waren in Frankreich, meine Großmutter hat nur dadurch überlebt. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Völkerwanderung. Die de Maizières sind Hugenotten gewesen, die aus Frankreich verwiesen wurden, weil sie Protestanten waren. Wir haben viele, die polnischer Herkunft ursprünglich sind. Wissen Sie, das wird immer so getan, es entstehen da immer so eine abstrakten Ängste. Und die entstehen immer in Städte, wo es kaum Ausländerinnen und Ausländer gibt. Dann machen wir es konkreter. Ihr Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, in Thüringen, der muss sich ja ganz praktisch zu dem Thema verhalten. Der kann nicht nur aufs linke Parteiprogramm verweisen. In Thüringen werden abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Und er selbst hat in einem Interview vor kurzem etwas völlig anderes dazu gesagt, zu diesem Thema, nämlich: Nirgendwo auf der Welt gibt es unbegrenzt Kapazitäten und es ist keine Option, unbegrenzt die Flüchtlingsströme laufen zu lassen. Klingt nach dem glatten Gegenteil Ihres Programms, scheitert die reine Lehre an der Wirklichkeit. Da geht es doch gar nicht um eine reine Lehre, da hat er völlig recht. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass wir keinen Platz für die ganze Menschheit haben in Deutschland. Das ist ja ganz eindeutig. Nein, offene Grenzen heißt doch nur erstmal, dass wir nicht abweisen, sondern dass wir versuchen, die Probleme ernsthaft zu lösen. Und deshalb muss ich noch mal darauf zurückkommen. Das Wichtigste ist doch nicht die ganze Diskussion über die Verteilung von Flüchtlingen. Dass man sie anständig behandeln muss, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das Wichtigste ist, dass wir mal die Fragen nach den Ursachen stellen. Es gibt die zwei wichtigsten Ursachen. Das eine sind Kriege. Wo werden wir eigentlich
vorbeugend tätig, statt uns dann an Kriegen zu beteiligen. Und das Zweite ist der Hunger. Wir haben eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren können. Trotzdem ist die häufigste Todesursache der Menschheit der Hunger. Von 70 Millionen Menschen, die jährlich sterben, sterben 18 Millionen an Hunger. Was macht meine Regierung dagegen? Mein Punkt war ja hier nicht die Regierung, sondern der Widerspruch zwischen Parteiprogramm und Realität. Ja, der hehre Maßstab, den Sie anlegen, der kommt in der Meinen Sie, Realität das nicht gibt es an. in anderen Parteien nicht. Aber ich Nicht habe so wie auch bei nichts... Ihnen. Nein, das Hehre stimmt gar Lehre, nicht. Wirklichkeit. Nein. Das ist doch erstmal richtig. Offene Grenzen heißt doch zunächst nur, dass die Menschen können. Außerdem haben wir gesagt, wir nehmen nur Menschen in Not auf. Wir haben nie gesagt, dass wir alle Menschen aufnehmen. Dazu hätten auch wir keine Chance. Ihre Partei kritisiert ja die Bundesregierung dafür, dass Flüchtlinge im Mittelmeer sterben, macht sie dafür sogar mitverantwortlich. Nach reiner linker Lehre wiederum, das ist nicht meine Frage. Meine Frage, wenn ich sie kurz zu Ende stellen darf, nach reiner linker Lehre dürfte aber die Bundeswehr zum Beispiel Flüchtlinge im Mittelmeer überhaupt nicht retten, weil sie ja gegen jeden Auslandseinsatz jetzt sind. Das passt nicht zusammen. Haben Sie da Sätze von uns dagegen gehört? Nicht Gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr, aber hallo, reichlich. Selbstverständlich. Aber reichlich. Das ist ja kein anderes Land, das ist ja das Meer. Das ist ja nicht Ach, da Ausland. darf die Bundeswehr. Warum haben Sie das denn bei nicht mal- Lebensrettung haben wir uns nicht dazu geäußert, weil das was Sinnvolles ist. Man kann allerdings halten darüber Sie sich- diskutieren. Ach, wenn Sie nicht dagegen sind, darf ich reicht das. das zu Ende sagen? Man kann darüber diskutieren, ob andere Schiffe, andere Einrichtungen dazu nicht geeigneter wären. Aber wenn wir die zurzeit nicht haben, Hauptsache die Lebensrettung findet statt. Auch durch die Bundeswehr. Wogegen wir uns allerdings wenden, ist, wenn die Bundeswehr zu Kriegen eingesetzt werden. Und das zu Recht. Die Kriegsbeteiligung, das ist doch das Aber Entscheidende. Und die da muss es reine- doch eine wenn wir bei Partei dem geben, die dazu Punkt Nein sagt. bleiben, Die reine linke Lehre greift dann in diesem Fall nicht, wenn Sie sagen, Sie sind gegen jeden Auslandsansatz. Das war bislang immer das Diktum der Linken. Und in diesem Fall haben Sie sich jetzt klammheimlich sozusagen eine Wieso? Ich habe Änderung schon mal gesagt, dass das kein Ausland ist, das internationale Meer. Ausland ist ein Einsatz in einem anderen Land. Aber auch, wissen Sie, auch Das dort gibt Mittelmeer es ist Bewegung bei Deutschland. uns. Nein, das ist international. Das ist ein großer Unterschied. Wie der Atlantik übrigens und der Pazifische Ozean und vieles andere auch. Aber mal abgesehen davon, das ist doch gar nicht die Frage. Es muss eine Partei geben, die strikt gegen die Beteiligung an Kriegen ist. Wir hatten Recht bei Afghanistan, wir hatten Recht bei Jugoslawien. Selbst die Bundesregierung hatte Recht beim Irak und bei Libyen. Das war alles falsch. Das war eine Politik, die keine Probleme gelöst hat, sondern zugespitzt hat. Aber Sie haben halten wiederum recht, für die- dass ja. es natürlich auch andere Einsätze gibt, wie Lebensrettung und so weiter, wo man sich Zu dann denen Sie bewegen bislang muss. nichts gesagt Verstehen haben. Sie? Okay. Aber Wir auch halten nichts fest, dagegen. Wir halten aber fest, dass Sie nichts dafür gesagt haben, sondern sich klammheimlich sozusagen Wir freuen uns darüber, solidarisiert wenn haben Leben als gerettet werden. Ergebnis. Das kann ich Ihnen schon Es sagen. gibt eine Ausnahme, oder gab es vor kurzem, bei der Ihre Partei durchaus bereit war, Realität anzuerkennen. Bei der gewaltsamen Besetzung der Krim haben viele in Ihrer Partei dann gesagt, man müsse Realitäten anerkennen, wenn Russland da so vorgeht. Das ist jetzt so. Warum ist die Linke ausgerechnet da, bereit, so etwas anzuerkennen, wenn sie sonst immer die reine hehre Lehre hochhält? Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, dass die Vereinnahmung der Krim völkerrechtswidrig war. Irgendwann werden wir es anerkennen müssen, weil Russland die Krim nicht wieder herausgeben wird. Irgendwann werden wir auch anerkennen müssen, dass der Kosovo nicht mehr zu Serbien gehört, auch wenn es völkerrechtswidrig war. Das ist das Leben. Es gibt immer Veränderungen. Es gibt immer Veränderungen auf der Erde, die rechtswidrig zustande kommen und dann Bestand haben. Das gilt ja auch für Staatenbildung. Ich denke mal an Pakistan und Indien und Irak durch die Briten etc. Das ist einfach so. Aber es ändert nichts an unserer Einschätzung, dass die Vereinnahmung der Krim völkerrechtswidrig Wo war. kommt das eigentlich her in Ihrer Partei? So eine gewisse Russland-Romantik. Wo kommt das her? Sie haben was gegen Turbokapitalismus, den haben Sie da, gegen Oligarchen, die Reichlich. haben Sie da. Und trotzdem gibt es in Ihrer Partei Außerdem haben wir noch so eine eine Feindlichkeit gegenüber Schwulen und Lesben. Genau, Russland-Romantik. Wo Nein, kommt das her? Das hat nichts mit Romantik zu tun, das hat was mit Realitäten zu tun. Die Kriege zwischen Russland und Deutschland waren die schlimmsten in der Geschichte. Und deshalb fühlt sich doch auch die Bundesregierung gar nicht richtig wohl bei der Politik. Wir kriegen Frieden und Sicherheit in Europa niemals gegen, nicht einmal ohne, sondern nur mit Russland. Wir müssen begreifen, dass Europa in einer anderen Situation ist, als es die USA sind. Und wir düppeln immer, wir sind ein bisschen dumm dahinterher, machen die sanktionenartig, wie es die USA will, und die weiten ihren Handel aus. Na, kann ich nur sagen. Muss nicht sein, ne? Um Ihre Position vielleicht besser verstehen zu können, können Sie uns mal sagen, demokratischen Sozialismus? Was das Wo es ist? den gegeben hat, nein, wo es den gegeben hat oder wo es ihn gibt. Wo ist ein praktisches Beispiel, dass man mal nachvollziehen kann, was Sie so vorhaben? Walde, das ist unsere große Schwäche. Ich habe kein praktisches Beispiel. Es gibt es nicht. Aber es gab 3 Versuche.
Einer liegt so lange zurück, dass wir uns beide nicht daran erinnern können. Das war die Pariser Kommune, die gescheitert ist. Der zweite Versuch war der Versuch in der CSSR 1968. Der Versuch, den Staatssozialismus demokratisch zu gestalten, ist durch die Sowjetunion und die anderen Länder kaputt gemacht worden. Und der dritte Versuch war Allende in Chile, ist von der Armee und den USA kaputt gemacht worden. Das ist das Tragische. Nee, nicht gescheitert. Das ist nur wirklich von Armee und Geheimdiensten kaputt gemacht worden. Aber in der Ideengeschichte, auch wie Sie anführen, gescheitert ist. Hat Sie das eigentlich im Verlauf Ihrer politischen Karriere nie nachdenklich werden lassen, ob das, was Sie da verfolgen, erstrebenswert, richtig und sinnvoll ist? Wissen Sie, ich denke wirklich vielfach auch über meine Position nach, weil man soll sich selbst nie so festzurren, dass man nicht mehr offen ist für neue Gedanken und Ideen. Aber ich habe auch eins festgestellt: Der Kapitalismus ohne den Staatssozialismus entwickelt sich ja nicht positiv, sondern negativ. Die soziale Frage wird gekantet, was wir bei den Renten machen, was wir in der Gesundheitsversicherung machen, was wir bei den Löhnen machen, der Niedriglohnsektor. Verstehen Sie, es ist so, ich habe eins festgestellt: Die DDR und der ganze Staatssozialismus hatte im Westen seine positivsten Wirkungen. Nicht für die eigenen Bürgerinnen und Bürger, sondern im Westen. Aber jetzt haben Sie völlig recht, ein Zurück dahin darf es überhaupt gar nicht geben. Was wir lernen müssen, ist, der Kapitalismus kann bestimmte Dinge, die müssen wir bewahren. Und bestimmte Dinge sind furchtbar, wie der Hungertod, die Kriege und andere Dinge. Und die müssen wir überwinden. Und das meine ich mit demokratischem Sozialismus. Und da wir hier eine politische Demokratie haben, kommt für uns auch nur der demokratische Weg in Frage. Entweder wir gewinnen eine Mehrheit der Bevölkerung dazu, dann sind wir dazu berechtigt. Wir sind niemals berechtigt, eine Mehrheit zum Glück zu zwingen. Großer Irrtum vieler Linker in der Geschichte. Sie haben eben Veränderungen noch mal angesprochen. Wir haben mit Bericht begonnen. Vielleicht noch einmal Bericht, ein Zitat: Was geschehen ist, ist geschehen. Das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten, aber alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. Was wollen Sie nun künftig neu beginnen? Was wollen Sie künftig neu beginnen? Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich werde die Verantwortung, die ich abgebe, auch nicht mehr ausüben. Aber ich werde versuchen, für die Menschen weiter am Zeitgeist zu wirken. Ich werde auch im ZDF und in den Medien gelegentlich wieder in Erscheinung treten. Ich werde meinen Anwaltsberuf ausbauen, meine publizistische Tätigkeit. Wissen Sie, ich habe eins gelernt: Die meisten Politiker gehen zu spät. Sie haben ihren Höhepunkt und sie gehen immer erst, wenn sie gerade auf dem absteigenden Ast sind. Und ich glaube, im Augenblick habe ich so ein ganz gutes Ansehen erreicht. Besser wird es nicht. Und deshalb ist es der richtige Zeitpunkt, aufzuhören. Ganz zum Schluss: Wir haben 3 Schlagzeilen uns ausgedacht aus der Zukunft und wollen Sie um eine Einschätzung bitten, wie wahrscheinlich ist das. Das hier zum Beispiel: Anwalts- und Beratervertrag. Gysi unterschreibt bei Gazprom. Schon wegen meines schlechten Russisch habe ich keine Chance dazu. Nein, wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Das war kurz und auskunftsfreudig. Die zweite: Er hat uns überzeugt. Linkspartei stimmt für zweite Amtszeit von Bundespräsident Gauck. Er hat sich ja ein bisschen geändert, muss ich sagen. Er hat jetzt so zum Ende des Zweiten Weltkrieges und so weiter ganz gute Reden gehalten. Mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wäre ich vorsichtig, mache ich ein Fragezeichen. Im Augenblick kann ich es mir noch nicht vorstellen, aber ich will es nicht gänzlich, ich will es nicht mehr gänzlich ausschließen. Stimmt. Und die letzte: Ja? 16. Januar 2048, festliche Zeremonie vor dem 9. Parteitag der Linken. Marx-Engels-Forum erweitert. Gucken Sie mal. Ach, das wäre ja fantastisch. Aber das können wir den beiden nicht antun. Dazu waren sie einfach zu groß. Herr Gysi, vielen Dank für das Gespräch. In der kommenden Woche trifft meine Kollegin Bettina Schausten die Vorsitzende der CDU, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vielen Dank, guten Abend. gesellschaftliche Atmosphäre, die nicht nur ein Personal, sondern einen Politikwechsel will. Sie haben und dazu den haben wir im Augenblick wenn Sie sagen, nicht. Das ist meine Sorge. Wenn Sie sagen, es gibt keine Wechselstimmung, Richtig. Ist das nicht Aufgabe einer Oppositionspartei, die herzustellen? Haben Sie den Ihren Job nicht gemacht? Aber schwerwiegende Aufgabe ist das. Dann haben Sie Ihren Job nicht richtig gemacht. Doch,
wenn es keine Wechselstimmung gibt? Ja, passen Sie auf, das kann ich ja leider nicht alleine entscheiden. Dazu gehören die Medien dazu, wie das ZDF. Dazu gehört Kunst, Kultur, Wissenschaft dazu. Dazu gehören auch Situationen dazu. Und wissen Sie, bei uns ist so eine Atmosphäre in einer Gesellschaft, die ist komisch. So nach außen ist alles ruhig und darunter brodelt es. Und zwar, weil es keine Maßstäbe mehr gibt. Man kann sich die Weltpolitik nicht erklären, man kann sich den islamischen Staat nicht erklären, man versteht die Situation in der Ukraine nicht. Es ist so vieles. Und das macht die Leute unruhig. Und da sage ich meiner Partei, insofern haben Sie recht, und auch den anderen Parteien, jetzt müssen wir für eine Wechselstimmung streiten. Künstlich kann man sie nicht erzeugen, aber eigentlich müssten wir das schaffen. Sie haben da Kompromissbereitschaft angemahnt auf diesem Parteitag. Jetzt gucken wir mal, wie andere reagiert haben. Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die hat das genaue Gegenteil gesagt. Die hat vor mir gesprochen. Die hat in Erwartung dessen, was Sie sagen würden, das war nun schon nicht so ganz unbekannt, Sie haben es ja schon seit vielen Jahren gemacht, hat das genaue Gegenteil gesagt, beispielsweise über die NATO, das hier. Wer diese NATO-Strategie für eine werteorientierte Politik hält und wer dann noch der Meinung ist, Deutschlands Verantwortung in der Welt hinge daran, bei dieser Art Politik an vorderster Front mitzumischen, ich finde, der sollte mal seinen Geisteszustand checken lassen. Das klingt nun so gar nicht nach Kompromissbereitschaft, sondern nach dem Gegenteil. Wird ohne das freundliche Aushängeschild Gregor Gysi die Radikalität der Partei künftig sogar noch deutlicher? Also erstens werden sich auch andere ändern, wenn sie in anderer Funktion, in anderer Verantwortung sind. Das färbt immer auch auf Menschen ab, hin wie her. Zweitens, da hat sie natürlich recht. Das hoffen Sie bei Frau Wagenknecht? Ja, auch bei ihr. Nicht nur bei ihr, aber auch bei ihr. Aber ich muss Ihnen sagen, da hat sie ja mit der Einschätzung recht, diese Strategie können wir nicht unterstützen. Und es wäre auch völlig falsch, wenn wir jetzt plötzlich die Hauptverantwortung in der NATO übernehmen. Das ginge völlig daneben. Kriege lösen die Probleme nicht, Kriege spitzen die Probleme zu. Wir müssen doch mal raus aus dieser Logik. Sie wissen, dass Sie mit der Haltung zur NATO nie im Bund werden Regierungsverantwortung übernehmen können. Nein, das ist völlig falsch. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass wir raus wollen aus der NATO, nicht mal. Wir haben gesagt, wir wollen sie auflösen und eine neue Struktur haben. Dass wir das jetzt nicht hinbekämen, wenn wir in eine Regierung gehen, wissen wir. Aber dass wir vielleicht die Rolle Deutschlands Schritt für Schritt anders definieren. Wir sind eine starke mittlere Macht auf der Welt. Und wir müssten konfliktvorbeugend tätig werden, in erster Linie. Nicht Waffen liefern. Ich meine, ich bitte Sie, Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir verdienen an jedem Krieg. Das soll die Lösung der Probleme sein? Ich würde gerne auf ein anderes Beispiel kommen, wo Ihre Partei sehr radikale, fast fundamental oppositionelle Positionen tätig werden, in erster Linie. Nicht Waffen liefern. Ich meine, ich bitte Sie, Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir verdienen an jedem Krieg. Das soll die Lösung der Probleme sein? Ich würde gerne auf ein anderes Beispiel kommen, wo Ihre Partei sehr radikale, fast fundamental oppositionelle Position vertritt. Das ist ein sehr aktuelles Thema, Asylrecht. In Ihrem Parteiprogramm ist, wenn man dazu mal dort nachliest, sehr viel von Rechten die Rede für Asylbewerber, eigentlich nie von Beschränkung. Das Ganze gipfelt in dem Zitat aus Ihrem Parteiprogramm. Da heißt es, Schutzsuchende dürfen nicht abgewiesen werden. Wir fordern offene Grenzen für alle Menschen. Offene Grenzen für alle reinlassen. Macht es sich Ihre Partei damit den hehren Zielen nicht zu leicht? Na gut, dass die ganze Menschheit in Deutschland keinen Platz hat, wissen auch wir. Das ist nicht die Frage. Warum schreiben Sie es dann in Ihr Programm? Naja, erstmal eine offene Grenze heißt ja nicht, dass sie bleiben dürfen. Das heißt ja erstmal eine absolute Reisefreiheit. Aber natürlich müssen wir gerade aufgrund unserer Geschichte Flüchtlinge immer anständig behandeln. Natürlich brauchen wir Gerechtigkeit innerhalb Europa. Wenn wir das zahlenmäßig nicht hinkriegen, dann vielleicht auch mit Geldern. Dass die Länder, die weniger haben, als sie aufnehmen könnten, dann auch an andere Länder bezahlen, die sie aufnehmen. Wir haben ja im Moment das Problem in Deutschland, dass sehr viele hier sind und kommen, mit denen man umgehen muss. Warum sollen Menschen, die beispielsweise vom Balkan hierher kommen, die aus Demokratien kommen, warum sollen die nicht abgeschoben werden? Warum wehrt sich Ihre Partei so dagegen? Naja, Moment, das Problem ist doch ein anderes. Wir bilden doch eine EU, da haben wir nicht andere, nee, also auch Deutschland, auch die Bundesregierung festgelegt, die absolute Freiheit, sich den Staat auszusuchen innerhalb der EU, in dem man leben kann. Da gibt es immer Beschränkungen für Länder, die neu dazukommen, aber befristet. Und danach haben wir dieses Recht. Das haben ganz andere organisiert. Letztlich sage ich Ihnen aber auch, die ganze Geschichte der Menschheit. Da haben Sie gerade an der Frage ein bisschen vorbeigeredet. Warum ist Ihre Partei so radikal gegen Abschiebung, auch in solchen Fällen? Ja, Abschiebungen sind ja nie was Schönes. Wissen Sie, wenn, wirklich nicht schön. Viele DDR-Bürger sind geflüchtet. Wenn die abgeschoben worden wären, große Frage. Meine Eltern sind geflüchtet nach Frankreich. Nein, sage ich ja auch nicht.
Meine Eltern waren in Frankreich, meine Großmutter hat nur dadurch überlebt. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Völkerwanderung. Die de Maizières sind Hugenotten gewesen, die aus Frankreich verwiesen wurden, weil sie Protestanten waren. Wir haben viele, die polnischer Herkunft ursprünglich sind. Wissen Sie, das wird immer so getan, es entstehen da immer so eine abstrakten Ängste. Und die entstehen immer in Städte, wo es kaum Ausländerinnen und Ausländer gibt. Dann machen wir es konkreter. Ihr Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, in Thüringen, Ja. der muss sich ja ganz praktisch zu dem Thema verhalten. Der kann nicht nur aufs linke Parteiprogramm verweisen. In Thüringen werden abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Und er selbst hat in einem Interview vor kurzem etwas völlig anderes dazu gesagt, zu diesem Thema, nämlich: Nirgendwo auf der Welt gibt es unbegrenzt Kapazitäten und es ist keine Option, unbegrenzt die Flüchtlingsströme laufen zu lassen. Klingt nach dem glatten Gegenteil Ihres Programms. Starke mittlere Macht auf der Welt. Und wir müssten konfliktvorbeugend tätig werden, in erster Linie. Nicht Waffen liefern. Ich meine, ich bitte Sie, Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Wir verdienen an jedem Krieg. Das soll die Lösung der Probleme sein? Ich würde gerne auf ein anderes Beispiel kommen, wo Ihre Partei sehr radikale, fast fundamental oppositionelle Position vertritt. Das ist ein sehr aktuelles Thema, Asylrecht. In Ihrem Parteiprogramm ist, wenn man dazu mal dort nachliest, sehr viel von Rechten die Rede für Asylbewerber, eigentlich nie von Beschränkung. Das Ganze gipfelt in dem Zitat aus Ihrem Parteiprogramm. Da heißt es: Schutzsuchende dürfen nicht abgewiesen werden. Wir fordern offene Grenzen für alle Menschen. Offene Grenzen für alle reinlassen. Macht es sich Ihre Partei damit den hehren Zielen nicht zu leicht? Na gut, dass die ganze Menschheit in Deutschland keinen Platz hat, wissen auch wir. Das ist nicht die Warum Frage. schreiben Sie es dann in Ihr Programm? Naja, erstmal eine offene Grenze heißt ja nicht, dass sie bleiben dürfen. Das heißt ja erstmal eine absolute Reisefreiheit. Aber natürlich müssen wir gerade aufgrund unserer Geschichte Flüchtlinge immer anständig behandeln. Natürlich brauchen wir Gerechtigkeit innerhalb Europa. Wenn wir das zahlenmäßig nicht hinkriegen, dann vielleicht auch mit Geldern. Dass die Länder, die weniger haben, als sie aufnehmen könnten, dann auch an andere Länder bezahlen, die sie aufnehmen. Wir haben ja im Moment das Problem in Deutschland, dass sehr viele hier sind und kommen, mit denen man umgehen muss. Warum sollen Menschen, die beispielsweise vom Balkan hierher kommen, die aus Demokratien kommen, warum sollen die nicht abgeschoben werden? Warum wehrt sich Ihre Partei so dagegen? Naja, Moment, das Problem ist doch ein anderes. Wir bilden doch eine EU, da haben wir nicht andere, nee, also auch Deutschland, auch die Bundesregierung festgelegt, die absolute Freiheit, sich den Staat auszusuchen innerhalb der EU, in dem man leben kann. Da gibt es immer Beschränkungen für Länder, die neu dazukommen, aber befristet. Und danach haben wir dieses Recht. Das haben ganz andere organisiert. Letztlich sage ich Ihnen aber auch, Nein, die ganze Geschichte der Sie Menschheit. gerade an der Frage ein bisschen vorbeigeredet. Warum ist Ihre Partei ist doch so EU, oder radikal gegen Abschiebung, auch in solchen Fällen? Ja, Abschiebungen sind ja nie was Schönes. Wissen Sie, wenn, wirklich nicht schön. Viele DDR-Bürger sind geflüchtet. Wenn die abgeschoben worden wären, große Frage. Meine Eltern sind geflüchtet nach Frankreich. Nein, sage ich ja auch nicht. Meine Eltern waren in Frankreich, meine Großmutter hat nur dadurch überlebt. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Völkerwanderung. Die de Maizières sind Hugenotten gewesen, die aus Frankreich verwiesen wurden, weil sie Protestanten waren. Wir haben viele, die polnischer Herkunft ursprünglich sind. Wissen Sie, das wird immer so getan, es entstehen da immer so eine abstrakten Ängste. Und die entstehen immer in Städte, wo es kaum Ausländerinnen und Ausländer gibt. Dann machen wir es konkreter. Ihr Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, in Thüringen, der muss sich ja ganz praktisch zu dem Thema verhalten. Der kann nicht nur aufs linke Parteiprogramm verweisen. In Thüringen werden abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Und er selbst hat in einem Interview vor kurzem etwas völlig anderes dazu gesagt, zu diesem Thema, nämlich: Nirgendwo auf der Welt gibt es unbegrenzt Kapazitäten und es ist keine Option. Mal anständig behandeln. Natürlich brauchen wir Gerechtigkeit innerhalb Europa. Wenn wir das zahlenmäßig nicht hinkriegen, dann vielleicht auch mit Geldern. Dass die Länder, die weniger haben, als sie aufnehmen könnten, dann auch an andere Länder bezahlen, die sie aufnehmen. Wir haben ja im Moment das Problem in Deutschland, dass sehr viele hier sind und kommen, mit denen man umgehen muss. Warum sollen Menschen, die beispielsweise vom Balkan hierher kommen, die aus Demokratien kommen, warum sollen die nicht abgeschoben werden? Warum wehrt sich Ihre Partei so dagegen? Naja, Moment, das Problem ist doch ein anderes. Wir bilden doch eine EU, da haben wir nicht andere, nee, also auch Deutschland, auch die Bundesregierung festgelegt, die absolute Freiheit, sich den Staat auszusuchen innerhalb der EU, in dem man leben kann. Da gibt es immer Beschränkungen für Länder, die neu dazukommen, aber befristet. Und danach haben wir dieses Recht. Das haben ganz andere organisiert. Letztlich sage ich Ihnen aber auch, die ganze Geschichte der Menschheit. Gerade an der Frage ein bisschen vorbeigeredet. Warum ist Ihre Partei so radikal gegen Abschiebung, auch in solchen Fällen?
Ja, Abschiebungen sind ja nie was Schönes. Wissen Sie, wenn, wirklich nicht schön. Viele DDR-Bürger sind geflüchtet. Wenn die abgeschoben worden wären, große Frage. Meine Eltern sind geflüchtet nach Frankreich. Nein, sage ich ja auch nicht. Meine Eltern waren in Frankreich. Meine Großmutter hat nur dadurch überlebt. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Völkerwanderung. Die de Maizières sind Hugenotten gewesen, die aus Frankreich verwiesen wurden, weil sie Protestanten waren. Wir haben viele, die polnischer Herkunft ursprünglich sind. Wissen Sie, das wird immer so getan. Es entstehen da immer so eine abstrakten Ängste. Und die entstehen immer in Städte, wo es kaum Ausländerinnen und Ausländer gibt. Dann machen wir es konkreter. Ihr Ministerpräsident der Linken, Bodo Ramelow, in Thüringen, der muss sich ja ganz praktisch zu dem Thema verhalten. Der kann nicht nur aufs linke Parteiprogramm verweisen. In Thüringen werden abgelehnte Asylbewerber abgeschoben. Und er selbst hat in einem Interview vor kurzem etwas völlig anderes dazu gesagt, zu diesem Thema, nämlich: Nirgendwo auf der Welt gibt es unbegrenzt Kapazitäten und es ist keine Option, unbegrenzt die Flüchtlingsströme laufen zu lassen. Klingt nach dem glatten Gegenteil Ihres Programms, scheitert die reine Lehre an der Wirklichkeit. Da geht es doch gar nicht um eine reine Lehre, da hat er völlig recht. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass wir keinen Platz für die ganze Menschheit haben in Deutschland. Das ist ja ganz eindeutig. Nein, offene Grenzen heißt doch nur erstmal, dass wir nicht abweisen, sondern dass wir versuchen, die Probleme ernsthaft zu lösen. Und deshalb muss ich noch mal darauf zurückkommen. Das Wichtigste ist doch nicht die ganze Diskussion über die Verteilung von Flüchtlingen. Dass man sie anständig behandeln muss, ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das Wichtigste ist, dass wir mal die Fragen nach den Ursachen stellen. Es gibt die zwei wichtigsten Ursachen. Das eine sind Kriege. Wo werden wir eigentlich konfliktvorbeugend tätig, statt uns dann an Kriegen zu beteiligen? Und das Zweite ist der Hunger. Wir haben eine Landwirtschaft, die die Menschheit zweimal ernähren können. Trotzdem ist die häufigste Todesursache der Menschheit der Hunger. Von 70 Millionen Menschen, die jährlich sterben, sterben 18 Millionen an Hunger. Was macht meine Regierung dagegen? Mein Punkt war ja hier nicht die Regierung, sondern der Widerspruch zwischen Parteiprogramm und Realität. Ja, der hehre Maßstab, den Sie anlegen, der... Mal ohne, sondern nur mit Russland. Wir müssen begreifen, dass Europa in einer anderen Situation ist, als es die USA sind. Und wir düppeln immer, wir sind ein bisschen dumm dahinterher, machen die sanktionenartig, wie es die USA will, und die weiten ihren Handel aus. Na, kann ich nur sagen. Muss nicht sein, ne? Um Ihre Position vielleicht besser verstehen zu können, können Sie uns mal sagen, demokratischen Sozialismus, wo es den gegeben hat, nein, wo es den gegeben hat oder wo es ihn gibt. Wo ist ein praktisches Beispiel, dass man mal nachvollziehen kann, was Sie so vorhaben? Weil das ist unsere große Schwäche. Ich habe kein praktisches Beispiel. Es gibt es nicht. Aber es gab 3 Versuche. Einer liegt so lange zurück, dass wir uns beide nicht daran erinnern können. Das war die Pariser Kommune, die gescheitert ist. Der zweite Versuch war der Versuch in der CSSR 1968. Der Versuch, den Staatssozialismus demokratisch zu gestalten, ist durch die Sowjetunion und die anderen Länder kaputt gemacht worden. Und der dritte Versuch war Allende in Chile, ist von der Armee und den USA kaputt gemacht worden. Das ist das Tragische. Nee, nicht gescheitert. Das ist nur wirklich von Armee und Geheimdiensten kaputt gemacht worden. Aber in der Ideengeschichte, auch wie Sie anführen, gescheitert ist. Hat Sie das eigentlich im Verlauf Ihrer politischen Karriere nie nachdenklich werden lassen, ob das, was Sie da verfolgen, erstrebenswert, richtig und sinnvoll ist? Wissen Sie, ich denke wirklich vielfach auch über meine Position nach, weil man soll sich selbst nie so festzurren, dass man nicht mehr offen ist für neue Gedanken und Ideen. Aber ich habe auch eins festgestellt: Der Kapitalismus ohne den Staatssozialismus entwickelt sich ja nicht positiv, sondern negativ. Die soziale Frage wird gekantet, was wir bei den Renten machen, was wir in der Gesundheitsversicherung machen, was wir bei den Löhnen machen, der Niedriglohnsektor. Verstehen Sie, es ist so, ich habe eins festgestellt: Die DDR und der ganze Staatssozialismus hatte im Westen seine positivsten Wirkungen. Nicht für die eigenen Bürgerinnen und Bürger, sondern im Westen. Aber, jetzt haben Sie völlig recht, ein Zurück dahin darf es überhaupt gar nicht geben. Was wir lernen müssen, ist, der Kapitalismus kann bestimmte Dinge, die müssen wir bewahren. Und bestimmte Dinge sind furchtbar, wie der Hungertod, die Kriege und andere Dinge. Und die müssen wir überwinden. Und das meine ich mit demokratischem Sozialismus. Und da wir hier eine politische Demokratie haben, kommt für uns auch nur der demokratische Weg in Frage. Entweder wir gewinnen eine Mehrheit der Bevölkerung dazu, dann sind wir dazu berechtigt. Wir sind niemals berechtigt, eine Mehrheit zum Glück zu zwingen. Großer Irrtum vieler Linker in der Geschichte. Sie haben eben Veränderung noch mal angesprochen. Wir haben mit Bericht begonnen. Vielleicht noch einmal Bericht, ein Zitat: Was geschehen ist, ist geschehen. Das Wasser, das du in den Wein gossest, kannst du nicht mehr herausschütten, aber alles wandelt sich. Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. Was wollen Sie nun künftig neu beginnen? Was wollen Sie künftig neu beginnen? Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich werde die Verantwortung, die ich abgebe, auch nicht mehr ausüben. Aber ich werde versuchen, für die Menschen weiter am Zeitgeist zu wirken.
Ich werde auch im ZDF und in den Medien gelegentlich wieder in Erscheinung treten. Ich werde meinen Anwaltsberuf ausbauen, meine publizistische Tätigkeit. Wissen Sie, ich habe